Hallo liebe Freunde, an meiner Seite heute der Landgraf Philipp. Und manchmal träume ich davon, wie wäre es, ihn oder eine historische Person nochmal treffen zu können und mit diesen Leuten über die frühere vergangene Zeit zu sprechen. Geht es euch auch so? Na dann, kommt einfach mal mit. Vielleicht haben wir ja doch Glück und treffen hier in Ziegenhain jemand. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich bin Kunigunde von Lüder. Hier lebe ich im Steinernen Haus als Gemahlin des ersten Festungskommandanten hier in der Wasserfestung zu Ziegenhain, Heinz von Lüder. Gerne leben wir hier, sicher leben wir hier. Etwas ganz Besonderes ist entstanden, eine Hochsicherheitsfestung. Sicher ist es, aber auch sehr eingeschränkt das Leben. Aber nichtsdestotrotz, gerne bin ich mit meinem Heinz hierher gezogen. Heinz ist ein väterlicher Freund der Kinder unseres Fürsten Philipp I., genannt des Großmütigen. Selten ist er hier in Ziegenhain, meist ist er in seiner Residenz in Kassel. Und Heinz vertritt ihn hier. Viel hat er bewegt. In Zeiten der Reformation hat sich einiges getan. Die Klöster gibt es nicht mehr. Und Heinz ist nun für die 4 hohen Hospitäler zuständig, die unser Fürst in seiner Gnade errichtet hat. Selten ist er da. Und nun habe ich gesagt, Heinz, wenn du dich nicht mehr um deine junge Frau kümmerst, denn immerhin bin ich 10 Jahre jünger als mein Heinz, dann werde ich zurück nach Marburg gehen. Und so hat Heinz eine Hospitalsordnung geschrieben. Und auch darauf bin ich stolz. Denn die Zukunft wird zeigen, dass aus dieser Hospitalsordnung dereinst der Landeswohlfahrtsverband hervorgehen wird. Ja, mein Heinz ist ein fleißiger und treuer Beamter unseres Philipps. Das Heinz von Lüder Tor. Ja, nach meinem Mann ist es benannt. Und etwas stolz bin ich schon, obwohl der Pfarrer ja immer sagt, Kunigunde, es steht dir nicht an, stolz zu sein. Aber hier wurde doch mein Heinz aufgehangen. Unser Landgraf Philipp I. hat es wohl mit uns gemeint, denn Heinz ist sein treuster Diener. Er ist bekannt für die hessische Treue. Hat er doch die Festung gehalten in Zeiten des Schmalkaldischen Krieges. Und als der Kaiser nach 5 Jahren es leid war, unseren Fürsten in Gefangenschaft zu halten, ließ er ihn frei. Aber mit der Maßgabe, meinen Heinz aufzuhängen, wo ich doch in 2. Ehe mit ihm verheiratet bin. Wieder wäre ich zur Witwe geworden. Aber so ist er nicht. Philipp der Großmütige. Er hat eine Goldkette schmieden lassen und hat sie meinem Heinz um sein Bäuchlein gewickelt. Und da bin ich doch froh, dass er mittlerweile ein Bäuchlein bekommen hat. Es wurde ihm um den Bauch gewickelt und hier wurde er nach oben gezogen, 3-mal. Und damit sah unser Fürst sein Versprechen an den Kaiser als gehalten an. Wir haben eine Goldkette und ein Lehen und die Stelle als Burgkommandanten lebenslang. So können wir gut und gerne alt werden in Ziegenhain. Ja, manche fragen sich, wie ist denn der Name Ziegenhain entstanden? Da gibt es verschiedene Meinungen drüber. Ich bin der Meinung, Folgendes ist das Richtigere. Mal hatte ein Graf Siggin in Ziegenhain geherrscht. Und die Schwalmebene, die war sehr bewaldet. Ne? Und deshalb hieß das Sigginhain. Und daraus haben findige Leute das Wort Ziegenhain gemacht. Natürlich auch in verschiedener Schreibweise. Wenn wir das über die Jahrhunderte sehen, Sigginhain, Ziegenhain, Ziegenhagen, alles war üblich. Und so ist das entstanden, nach meiner Meinung. Aber andere mögen andere Meinung haben. Und der Ziegenhahn in der Heraldik, der ist nach meiner Meinung eine richtige Erfindung. So, wir befinden uns hier am großen Wallgraben. Das ist nur der kleine Wallgraben. Der große Wallgraben ist dort drüben. Früher war das ein Wallgraben für alle. Aber wie ist der Wallgraben entstanden? Von Ettlingen hat etwa im 15. Jahrhundert einen Wallgraben hier gebaut. Doch Heinz von Lüder, dem wurde der Auftrag gestellt, hier eine bessere Wasserfestung zu bauen. Also dieser Wallgraben, der an den manchen Stellen vielleicht 20 Meter breit ist, wurde dann auf 50 Meter Breite oder vielleicht 40 bis 50 Meter Breite erweitert.
Also neben diesem Wallgraben gab es noch einen weiteren Wallgraben, der später Schargraben genannt worden ist. Reste vom Schargraben sind heute noch erkennbar, aber zwischen Schargraben und Wallgraben war ein Erdwall. Auch innerhalb zur Festung hin vom Wallgraben war ein Erdwall und oben auf dem Erdwall war eine befestigte Mauer. Die Mauer wurde natürlich von Bürgern aus der Festung und auch von Soldaten bewacht, sodass Ziegenhain sehr fest war. Es hieß ja auch so fest wie Ziegenhain. Ja, warum wurde überhaupt in Ziegenhain eine Festung so sicher ausgebaut? Die Landgrafschaft Hessen hatte zwei gute Festungen, nämlich die Festung in Gießen und die Hauptfestung in Kassel. Und hier in den Sümpfen der Schwalm wollte denn Philipp der Großmütige eine weitere, noch sicherere Festung errichten lassen. Und da hat ihm sein getreuer Freund Heinz von Lüder sehr bei geholfen. Bei unserem Spaziergang durch die Wasserfestung kommen wir nun am Fruchthaus vorbei. Zwei haben wir davon. Ein altes, das beständig unter Grundwasser leitet, und das neue. Viel ist hier untergebracht, alles, was man braucht in Besatzungszeiten. Und ihr könnt sehen, ganz aus Stein hat es Philipp I. bauen lassen. Und daran kann man sehen, wie steinreich Philipp I. ist, dass er solch ein Gebäude von über 70 Meter Länge hier in der Wasserfestung errichten konnte. Und wenn ihr einmal hierher kommt, dann werde ich euch bei einem Rundgang erzählen, was dort alles gelagert wird, um eine Besatzung für längere Zeit durchzustehen. Hier stehe ich nun vor dem Hauptbrunnen der Festung, dem Kump. Wir im Steinernen Haus sind nicht auf ihn angewiesen, denn wir haben eine eigene Wasserleitung. Das einzige Haus in der Festung. Aber die anderen Mägde und Knechte müssen schon ihr Wasser hier holen. Er ist zweckmäßigerweise vor der Garnisonsküche untergebracht, denn wenn hier Einquartierungen von bis zu 1800 Landsknechten stattfinden, dann muss natürlich auf großen Herden gekocht werden. 130 Haushalte gab es zu meiner Zeit. Und ihr könnt euch vorstellen, da wurde es recht eng in der Festung. Hier stehe ich nun vor dem Schloss der Festung. Hier zieht er ein, Philipp I., wenn er sich mal in der Festung aufhält. Interessant ist, dass ganz oben unter dem Dach in den mittleren Fenstern 30 Jahre lang einer der Söhne, der letzte Überlebende aus der zweiten Ehe von Philipp I. untergebracht wurde, auf Lebenszeit gefangen gehalten von seinen Halbbrüdern, die in beständiger Angst lebten, er könnte ihnen die Macht rauben. Ja, Philipp hat zwei Weiber gehabt, sagt man. Die erste hat er nicht geliebt, eine politische Ehe war es. Und in die zweite war er verliebt, aber die junge Frau wurde nicht glücklich. Dazu kann ich an anderer Stelle einmal viel mehr erzählen. Wir stehen hier vor dem Dreisaer Tor. Dreisaer Tor hieß es hauptsächlich, weil das der Ausgang nach Dreisa war, einer von 3 Stadttoren in der mittelalterlichen Zeit. Also vor Philipp dem Großmütigen oder Heinz von Lüder. Ja, hier später hieß es dann natürlich Zeughoftor, weil dahinter der Zeughof lag. Ja, wo, naja, wie der Name schon sagt, vieles Zeug zum Kriegsführen und auch Werkstätten, um das Zeug zu erhalten, dort gelagert waren. Das Zeughaus war nämlich so groß wie etwa auch das Fruchthaus, das zweite und das erste Fruchthaus. Wenn man jetzt durch diesen Torbogen, ein Torbogen aus der mittelalterlichen Stadtmauer hindurchgeht, dann kann man ganz hinten auch noch die einzige erhaltene Kasematte, der sogenannte Kugelkeller. Und der Kugelkeller ist von daher interessant, weil er noch erhalten ist und weil man daneben auch noch so ein bisschen den Erdwall sieht, der auch innerhalb der Festung vor dem Wallgraben zu erkennen ist und von wo aus die Festung natürlich auch bewacht wurde. Wie Sie vielleicht schon wissen, in Ziegenhain wurde die Konfirmation erfunden. Erfunden ist so ein schwieriges Wort, aber hier wurde es erstmals darüber geredet, dass außer der Taufe noch eine Konfirmation für schon fast Lesende stattfinden konnte. Wer allerdings noch mehr über Konfirmation und die Erfindung der Konfirmation wissen will, der sollte vielleicht den Film über Konfirmation sich anschauen und nicht jetzt von uns weiter informiert werden. Was hier in dieser
durchaus schlichten Kirche interessant ist, ist vor allem, dass sie erst 1665 bis 1677 entstanden ist und ganz oben 2 Wappen sind. Links das hessische Wappen und rechts von hier aus das Brandenburger Wappen, weil die Landgräfin von Hessen damals von Brandenburg kam, um hier Wilhelm VI. Zu ehelichen. Mehr also später oder an anderer Stelle über die Konfirmation. Nun möchten wir noch die Gelegenheit nutzen, dass wir in diesem Jahr das 485. Jubiläum der Wasserfestung feiern. Und zwar im Rahmen einer großen Tafelei und eines mittelalterlichen Festes. Natürlich freuen sich Heinz und wir beide über zahlreiche Gäste hier in der Festung. Alle sind herzlich willkommen zu kommen. Nun sind wir am Ende unseres kurzen Rundganges durch die Wasserfestung Ziegenhain angekommen. Und wir hoffen sehr, dass wir Ihre Neugier wecken konnten. Wir würden uns freuen, wenn Sie Besucher unserer schönen Wasserfestung hier in Ziegenhain werden könnten. Und freuen uns auf Sie.